Besuch beim neugeborenen Baby. Da ist er ja. Er ist so klein und so süß. Ja, er ist erst 5 Tage alt. Wie heißt er denn? Er heißt Leon. Wie mein Großvater. Das ist ein schöner Name. Darf ich ihn halten? Natürlich, aber warte kurz. Er schläft gerade ein. Dann bleibe ich ganz leise. Setz dich, ich lege ihn dir in den Arm. Oh, er ist ja federleicht. Er wiegt 3 Kilo. Der Arzt sagt, alles ist gut. Und wie geht es dir? Du siehst müde aus. Ehrlich gesagt, ich schlafe fast nicht. Das ist normal am Anfang. Ich habe etwas für euch. Du musst doch nichts mitbringen. Es ist nur eine Kleinigkeit. Schau mal in die Tasche. Eine Decke und kleine Socken. Wie süß. Die Socken sind für später, jetzt sind sie noch zu groß. Vielen Dank, das ist wirklich lieb von dir. Ruf mich an, wenn du Hilfe brauchst. Ich komme sofort. Das mache ich. Schön, dass du da bist. Falsche Mülltonne, die Nachbarin hilft. Entschuldigen Sie, das ist die falsche Tonne. Oh, wirklich? Ich wohne erst seit 2 Wochen hier. Kein Problem, das passiert am Anfang oft. In meiner Tüte sind Flaschen, Dosen und Papier. Dann müssen wir das leider trennen. Und wohin kommen die Flaschen? Das Glas kommt in den grünen Container dort. Auch die grünen und die braunen Flaschen? Ja, aber achten Sie auf die Farbe. Es gibt 3 Öffnungen. Verstehe. Und die Dosen? Dosen und Plastik kommen in die gelbe Tonne. Alles klar. Und das Papier? Papier und Karton kommen in die blaue Tonne. Die schwarze Tonne ist dann für den Rest? Genau das ist der Restmüll. Das ist am Anfang wirklich kompliziert. Nach ein paar Wochen machen Sie das ganz automatisch. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern. Und bitte das Glas erst nach 8 Uhr morgens. Gut zu wissen. Einen schönen Tag noch. Der erste Schultag. Guten Morgen. Sind Sie die Familie Berger? Guten Morgen, ja. Das ist mein Sohn Max. Hallo Max, ich bin deine Lehrerin, Frau Wagner. Er hat heute Nacht kaum geschlafen. Das ist ganz normal, heute geht es allen Kindern so. Er freut sich sehr, aber er ist auch ein bisschen nervös. Was für eine schöne Schultüte du hast, Max. Eine Rakete. Er liebt Sterne und Planeten. Dann passt er gut in meine Klasse. Wir haben ein Weltraumprojekt. Das hört er gern. In welchem Raum sind Sie? Wir sind im Raum 1a, gleich rechts neben dem Eingang. Und wann ist die Schule heute zu Ende? Heute nur bis 11 Uhr, danach gibt es eine kleine Feier. Darf ich bei der Feier dabei sein? Ja, alle Eltern sind herzlich eingeladen. Sehr schön. Braucht ihr heute schon Bücher? Nein, heute noch nicht.
Die Bücher bekommen wir morgen. Gut. Max, ich hole dich um 11 Uhr ab. Kommst du mit, Max? Deine Klasse wartet schon. Viel Spaß, mein Großer. Du schaffst das. Zufälliges Wiedersehen in der Stadt. Sophia. Bist du das wirklich? Anna. Das gibt es doch nicht. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Mindestens 8 Jahre. Seit der Uni. Du siehst genauso aus wie damals. Du auch? Was machst du hier in der Stadt? Ich wohne jetzt hier. Seit letztem Sommer. Im Ernst? Ich arbeite 2 Straßen weiter. Das ist ja verrückt. Was machst du beruflich? Ich bin Architektin in einem kleinen Büro. Das wolltest du schon immer machen. Und du? Arbeitest du noch als Lehrerin? Ja, an einer Grundschule hier im Viertel. Hast du gerade Zeit für einen Kaffee? Ich habe 1 Stunde. Danach muss ich zum Arzt. Perfekt. Das Café hier hat einen schönen Garten. Dann setzen wir uns nach draußen. Gib mir bitte deine Nummer, dann verlieren wir uns nicht wieder. Sehr gern. Ich schreibe sie dir gleich auf. Komm, ich lade dich ein. Wir haben so viel zu erzählen. Das Ergebnis der Fahrprüfung. Und? Wie war ich? Bitte sagen Sie es mir schnell. Einen Moment, ich schreibe nur noch etwas auf. Mein Herz klopft wie verrückt. Ganz ruhig. Atmen Sie einmal tief durch. War der Kreisverkehr falsch? Nein, den haben Sie sehr gut gemacht. Und das Einparken? Ich war zu langsam. Langsam ist nicht schlimm. Sicher ist wichtiger. Also habe ich einen Fehler gemacht? Sie haben einmal den Schulterblick vergessen. Oh nein. Ist das ein schwerer Fehler? Es ist ein Fehler, aber kein schwerer. Das heißt also? Das heißt, Sie haben bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Wirklich? Ich habe bestanden? Ja. Bitte unterschreiben Sie hier auf dem Formular. Ich kann es nicht glauben. Vielen, vielen Dank. Sie waren ruhig und aufmerksam. Das war sehr gut. Darf ich jetzt sofort allein fahren? Ja, hier ist Ihr Führerschein. Fahren Sie immer vorsichtig. Das erste Mal ohne Stützräder. Mama, ich fahre. Ich fahre ganz allein. Ja. Ich sehe es. Du machst das super. Hältst du mich noch fest? Nein, ich habe schon lange losgelassen. Wirklich? Seit wann denn? Seit dem großen Baum dort hinten. Das ist ja weit. Ich habe es gar nicht gemerkt. Weil du es allein kannst. Schau nach vorne. Ich habe ein bisschen Angst vor der Kurve. Fahr langsam und schau in die Richtung. So? Oh, das geht ja ganz leicht. Sehr gut gemacht.
Und jetzt bremsen. Wie bremse ich richtig? Tritt langsam nach hinten, aber nicht zu stark. Ich stehe. Ich bin nicht gefallen. Ich bin so stolz auf dich, mein Schatz. Können wir die Stützräder wegwerfen? Wir heben sie noch auf für deinen Bruder. Darf ich noch eine Runde fahren? Klar, aber bleib bitte auf dem Gehweg. Das Essen verbrennt kurz vor dem Besuch. Was ist denn hier los? Es riecht verbrannt. Das Essen ist ruiniert. Mach bitte das Fenster auf. Warte, ich nehme erst die Pfanne vom Herd. Ich war nur 2 Minuten im Bad. Die Gäste kommen in einer halben Stunde. Ich weiß. Was machen wir denn jetzt? Ganz ruhig. Ist noch etwas im Kühlschrank? Nudeln, Tomaten und ein bisschen Käse. Das reicht doch. Ich koche schnell eine Soße. Und der Salat ist zum Glück schon fertig. Perfekt. Dann haben wir Salat, Nudeln und Brot. Der Rauch geht nicht weg. Es riecht im ganzen Haus. Ich mache alle Fenster auf, das hilft. Und die Pfanne? Die ist ganz schwarz. Die stellen wir einfach in die Spüle. Das machen wir später. Ich bin so wütend über mich selbst. Das ist doch nicht schlimm. Das passiert jedem Mal. Bitte erzähl es niemandem. Versprochen. Wir sagen, es gibt heute etwas Leichtes. Gut. Du machst die Tür auf, ich ziehe mich schnell um. Ein Platz im Bus für eine schwangere Frau. Entschuldigen Sie, möchten Sie sich setzen? Oh, das ist sehr nett. Aber das ist doch Ihr Platz. Ich steige in 2 Stationen aus. Bitte, nehmen Sie ihn. Vielen Dank, ich stehe wirklich schon lange. Der Bus ist heute besonders voll. Ja, und er bremst so stark. Halten Sie sich gut fest. Ich helfe Ihnen. Danke. Puh, jetzt geht es viel besser. Wann ist es denn soweit? In 5 Wochen. Es ist ein Mädchen. Wie schön. Ist es Ihr erstes Kind? Ja, das erste. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das war bei uns damals genauso. Haben Sie auch Kinder? 3. Und inzwischen 6 Enkelkinder. 6? Dann haben Sie viel Erfahrung. Ein Tipp, schlafen Sie, wenn das Baby schläft. Das sagen alle. Ich glaube, es stimmt. So, ich muss raus. Alles Gute für Sie beide. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Das Lieblingscafé schließt. Stimmt das, was auf dem Zettel an der Tür steht? Ja, leider. Freitag ist der letzte Tag. Ich komme seit 15 Jahren hierher. Ich weiß. Sie waren immer der erste Gast am Morgen. Immer um 7:30, immer derselbe Tisch. Tisch 4, am Fenster. Ich habe ihn extra freigehalten. Warum schließen Sie denn? Die Miete ist zu hoch geworden.
Es geht einfach nicht mehr. Das ist so schade. Was kommt danach hierher? Ich glaube, ein Handyladen. Ein Handyladen. In diesem schönen alten Raum. Ja, das tut mir auch weh. Und was machen Sie jetzt? Ich helfe erst einmal meiner Schwester in Leipzig. Leipzig ist weit weg von hier. Ich komme aber zu Besuch, das verspreche ich. Darf ich Ihnen etwas sagen? Ihr Kaffee war der beste in der Stadt. Danke. Das höre ich gerade sehr gern. Dann nehme ich heute noch einen. Und ein Stück Kuchen. Der geht aufs Haus. Setzen Sie sich, ich bringe ihn Ihnen. Die Ausfahrt verpasst. Das war unsere Ausfahrt. Da hinten. Was? Warum sagst du das erst jetzt? Ich habe es doch gesagt. Du hast nicht zugehört. Du hast auf das Handy geschaut, nicht auf die Straße. Ich schaue auf die Karte. Das ist meine Aufgabe. Und jetzt? Wie weit ist die nächste Ausfahrt? Warte, ich sehe nach. 11 Kilometer. 11 Kilometer. Das sind 20 Minuten extra. Reg dich bitte nicht so auf. Das passiert doch. Meine Mutter wartet seit einer Stunde auf uns. Dann rufe ich sie jetzt kurz an. Ja, bitte. Sag ihr, wir sind gleich da. Sie sagt, wir sollen langsam fahren. Das Essen wartet. Deine Schwiegermutter ist ruhiger als du. Sehr witzig. Fahr bitte rechts, hier kommt ein Lastwagen. Ich sehe ihn. Alles gut. Nach der Ausfahrt musst du zweimal links. Sag es mir bitte früh genug, ja? Mache ich. Tut mir leid wegen vorhin. Mir auch. Komm, wir hören noch etwas Musik.